take so long. Spätestens jetzt könnt ihr mitsingen. Und jetzt? Also hiermit wird eine Utopie besiegelt, die demnächst Wahrheit werden könnte. Es geht um dieses Bauvorhaben. Die symbolische Umwidmung des geplanten Museums Berlin Modern in ein Museum der Künstlerinnen Berlin. Und sie ist die eine Utopie, die es noch gar nicht gibt. Sie kann sich selbst regieren und alle werden gleich. Hier entsteht das Berlin Modern. Die Nationalgalerie wird dort und die Miesbau ihre bedeutenden Bestände zur Kunst des 20. Jahrhunderts erstmals zusammenhängend präsentieren können. So steht es auf der Seite der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Ihr gehören diese Museen hier. Mitten auf der Baustelle steht ein alter Baum. Das ist die Kaiserplatane, gepflanzt 1858. Die ist 166 Jahre alt. Es wird also um den Baum rumgebaut. Das ist hoch symbolisch. Die Lebenserwartung von Platanen liegt bei 150 bis 250 Jahren. Unter günstigen Bedingungen können sie auch älter werden, aber das hier ist eher ungünstig. Wenn die Platane das nicht überlebt, wird dieser Platz hier frei, zum Beispiel für eine Skulptur. Am besten eine Skulptur einer Künstlerin, denn die sind im Ankauf deutlich günstiger. Wir werden sehen, ob sie noch weiter wächst. Was auf jeden Fall wächst hier, das sind die Baukosten. Das Gebäude sollte ursprünglich 200 Millionen kosten. Neueste Schätzungen sagen 542 Millionen. Das wären 271% der geplanten Kosten. Das jetzt mal im Vergleich mit anderen Kulturbauten. Das Humboldt-Forum aus 590 wurden 680 Millionen. Wir steigern es jetzt langsam. Die Sanierungskosten der Staatsoper Unter den Linden aus den geplanten 235 Millionen wurden 440. Die James-Simon-Galerie aus 71 Millionen wurden 134. Den Rekord hält die Elbphilharmonie aus 77 Millionen wurden 866. Das sind 1125%. Das ist übrigens das gleiche Architekturbüro wie hier. Ich habe noch mehr Prozentzahlen, aber die sind kleiner. So zum Beispiel, dass die Gemäldesammlung hier vor uns nur 8 Arbeiten von Frauen zeigt, von 898 ausgestellten Werken. Die Alte Nationalgalerie kommt aktuell in ihrer Schausammlung auf einen Künstlerinnenanteil von 2,7%. Die Berlinische Galerie kommt in ihrer Dauerausstellung zum Zeitraum 1880 bis 1980 nur auf etwas über 10%. Und die neue Nationalgalerie? In der Schausammlung mit Kunst von 1945 bis 2000 29,05%. Die Hälfte davon sind Leihgaben. Am Internationalen Frauentag 2022 gab es direkt hier eine Performance. Wir sind heute ein lebendiges Künstlerinnenlexikon. Die Teilnehmerinnen unserer Aktion sind selbst Künstlerinnen und Kulturschaffende. Eine jede ist Patin einer Künstlerin und kann Ihnen diese vorstellen. 110 Performerinnen haben 110 Künstlerinnen vorgestellt und Klaus Biesenbach, der Leiter der neuen Nationalgalerie und des künftigen Berlin Modern, hat nach dieser Aktion versprochen, von allen genannten Künstlerinnen Werke anzukaufen. Davon bisher verwirklicht? Klar, dafür ist eben kein Geld mehr da.
Aber herzlichen Glückwunsch, ich finde das ganz, ganz toll. Fair Share für Ideen, Fair Share für Verstand, Fair Share für Können, Fair Share als Garant für eine gerechtere Zukunft, für Geltung und Geld, Fair Share für die Würde, Fair Share für die Welt. Der VDBK 1867, Verein der Berliner Künstlerinnen, stellt in diesem Jahr Julie Wolfthorn aus. Sie hat 160. Geburtstag und 80. Todestag. Die besser finanzierten, renommierten Häuser in Berlin, die Räume, Werke und Ressourcen haben, zeigen Wolfthorn zu ihrem Feierjahr nicht. Julie Wolfthorns erste Berliner Ausstellung seit ihrem Tod wird also gezeigt von einem Verein, der selbst zum ersten Mal seit Jahrzehnten für 2 Jahre finanziell vom Senat unterstützt wird und dessen Mitglieder ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. Ich hab das ganze All bewohnt, den Mars, die Venus und den Mond. Ich hab die Sonne angestrahlt und ich werde immer noch schlecht bezahlt. Für mich ist die Beschäftigung mit der feministischen Kunstgeschichte eine absolute Erweiterung des Horizonts und eine Erweiterung von meinem Verständnis für das, was Kunst ist, was Kunst kann und was Kunst sein sollte. Gegen Spende gibt es eine Postkartenedition, 10 Motive von 10 Künstlerinnen. Mit dabei auch dieses Selbstbildnis von Anna-Dorothea Terbusch. Von einem ihrer Bilder hieß es: Es sei so gut, es könne unmöglich von einer Frau stammen. Ebenfalls mit dabei Die Malerin Caroline Bardua. Sie schuf im Jahr 1810 ein meisterhaftes Porträt ihres Malerkollegen Caspar David Friedrich. Und es wurde aufgrund seiner hohen Qualität lange für ein Selbstbildnis Friedrichs gehalten. Weil es tatsächlich von einer Frau stammte, verbannte man es für Jahrzehnte ins Depot. Sieh her und let's start a house. Komm, lass uns heute noch beginnen. Auch wenn man momentan vermehrt Ausstellungen zu Künstlerinnen sehen kann, sind wir noch weit davon entfernt, dass sie ihren gebührenden Platz im Kunstkanon zugestanden bekommen. Für ein paar Jahre sollten alle Museen zum Museum der Künstlerin werden, um irgendwann mal Parität zu erreichen. Unser Museum soll beweglich sein, ein Ort der Mehrstimmigkeit, der Inspiration und der Interaktion. Flache Hierarchien, abteilungsübergreifenden Austausch und faire Bezahlung aller MitarbeiterInnen. Nebenan wurde das Museum der Künstlerinnen schon mal erbaut. Ihr könnt das jederzeit besuchen. Den Link findet ihr auf der Website. Und dann könnt ihr durch unser Museum, unser virtuelles Museum, spazieren gehen. Dabei wünschen wir euch viel Spaß und erzählt es weiter, was hier passiert ist. Bleibt dran. Wir sehen uns spätestens im nächsten Jahr wieder. Ich bin am Ende meiner Geduld, denn von Anfang an war ich an allem schuld.